Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Ich möchte euch heute mal nach Nachfrage auf meinem Video, wo ich in dem Nordic Wolf Tier übernachtet habe, die Nordic Wolf Tarp bzw. Zeltstange vorstellen. Das ist ein ganz interessantes Teil, die kann man auch einzeln kaufen, die schauen wir uns heute mal an. Des Weiteren werde ich in diesem Video, weil die Tarpstange so glatt ist halt Aluminium ohne irgendwelche Rivelungen, recht glatte Oberfläche, euch noch wirklich einen speziellen Knoten zeigen, der wirklich wie ein Klemmknoten an der Stange sitzt, den ihr natürlich auch wunderbar für Äste benutzen könnt. Ja, so sieht die Tarp bzw. Zeltstange aus. Nordic Wolf nennt es Zeltstange. Ich nehme sie halt mehr für Tarps, also nenne ich das Ding einfach Tarpstange. Nicht, dass ihr euch wundert, also der offizielle Begriff ist Zeltstange. Ja, wie ihr seht, ist das ein sehr kompaktes Teil. Das hat hier zwei Abschlüsse. Das Ganze ist wirklich nur 45 cm lang. Das ist also sehr kurz und ihr habt wirklich nur ein Teil. Ich habe jetzt hier mal so einen 35 Liter Rucksack. Der ist also nicht allzu groß. Wie ihr seht von der Größe, die Stange passt da wunderbar an der Seite rein. Es versinkt auch ganz im Rucksack. Die ist halt wie gesagt nur 45 cm und ist auch nicht allzu dick. Das heißt, die kriegt ihr überall wunderbar mit dazwischen geschoben. Ja, dann gucken wir uns die Stange mal im Detail an. Also die hat hier an den Enden so eine Endverschlusskappen. Die kann man hier so abnehmen. So, und dann kommt auch schon das Innenleben zum Vorschein. Meine Stange, die ich jetzt hier habe, hat eine Gesamtlänge von 1,40 Meter. Die ist also in 4 Teilen. Und hier seht ihr schon, sind die einzelnen Teile. So, und schon habt ihr die gesamte Stange. Und das sind dann wirklich 1,40 Meter. Diese Stange gibt es auch noch 5-teilig in 1,80 Meter. Alle Maße, Gewichte und so weiter blende ich euch jetzt mal in einer Infografik ein. Hier nochmal genau im Detail. Hier sind die Endkappen. Das ist auch mein einzigster Kritikpunkt, die da so lose drauf gesteckt werden. Die kann man natürlich im Wald auch leicht verlieren. Die müsst ihr dann halt unten wieder draufstecken. Das braucht ihr eh für den Fuß. Muss die unten wieder rein, sonst habt ihr hier die hohle Stange im Boden. Also eine braucht ihr eh. Die andere Seite, das wäre dann die andere Kappe, die könnt ihr nicht benutzen, weil das ist hier dünner. Seht ihr das? Und das hält nicht. Das wäre das obere Ende der Stange. Aber da ist es eh verschlossen. Ja, also das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Das ist Duraluminium, das ist recht stabil. Ich würde sagen, wir bauen die Stange jetzt mal zusammen. Das ist auch nicht so knifflig, aber das Zusammenlegen. Jeder, der die Stange hat, wird es mir wahrscheinlich bestätigen, das Zusammenlegen ist echt tricky und knifflig. Ja, wie gesagt, an der ersten Stange, die unten am Boden sich befindet, kommt wieder die Kappe drauf, damit wir einen schönen Standfuß haben. Dann nehmen wir die nächstdünne und stecken jeweils hier das glatte Ende. Hier ist das gerivelte Ende. Wir stecken jeweils das glatte Ende hier in die Stange. Das geht ruckzuck. Sie ist auch ein bisschen so auf Klemmung. Das heißt, euch fällt das hier auch nicht gleich auseinander. Da müsst ihr schon wirklich ziehen. Und hier kommt jetzt die letzte Stange rein. So, schon haben wir unsere Zeltstange zusammen. Das sind jetzt hier bei mir 1,40 Meter. Ja, zum Größenvergleich hier nochmal aus einiger Entfernung. Ja, wie ihr seht, geht mir bis zur Schulter. Also für Tarpaufbauten reicht die 1,40 durchaus aus. Wenn ihr natürlich einen Diamantaufbau machen wollt mit dem Tarp, würde ich dann eher zur 1,80er Variante tendieren, aber wie gesagt, die Stange fällt nicht auseinander, die ist auf Klemmung, das ist schon mal sehr gut und sie ist auch wirklich äußerst robust, das hält richtig was aus, also die knackt euch auch beim Sturm nicht weg. So, jetzt gehe ich noch einmal mit euch hier an der Stange lang, also hier ist wirklich ein Stopfen oben, da kommt auch kein Regenwasser rein, dann haben wir hier ein Element, die erste Klemmung.
Das zweite Element, seht ihr auch hier wieder die Pressung, dass es eben nicht rausrutscht. Und der letzte Übergang. Und unten haben wir dann praktisch hier das Fußstück. Hier, wie ihr seht, ist die Stange sehr hochwertig verarbeitet, aber genau das macht es bei der Tabstange auch zum Problem, weil das ist poliertes Aluminium, das ist recht glatt. Ich nehme jetzt hier mal ein Stück Paracord, mache jetzt einfach mal eine Schlaufe doppelt hier und lege die mal hier rum und ziehe mal, und wie ihr seht, können wir noch dichter ran, haftet das einfach nicht. Ihr kriegt euer Paracord hier nicht richtig fest. Ja, und genau da zeige ich euch jetzt einen Knoten, der gleichzeitig ein Klemmknoten ist, der dieses Problem behebt. Wer meine Videos schon länger verfolgt, der kann sich bestimmt noch an den Schlaufen-Klemmknoten erinnern, den ich auch für solche Tabstangen benutze, um zum Beispiel einen Tab dran abzuspannen. Und genau darauf basiert dieser Knoten jetzt hier. Das ist der doppelte Schlaufenspannknoten. Das ist wirklich ein Spannknoten für die Stange. Ihr könnt ihn zur Not sogar dreifach ausführen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir nehmen uns ein Stück Paracord, was wir zum Abspannen brauchen. Dann nehmen wir hier eine große Schlaufe. Die muss so groß sein, dass die hier mehrmals um die Stange passt. Also nicht zu klein wählen. Ja, dann mache ich mir hier einfach eine Schlaufe rein. Ich nehme jetzt hier mal einen Palstick. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, den Knoten. So, jetzt habe ich hier eine Schlaufe geschaffen. Dann habe ich hier noch ein Stück Paracord. Das nehme ich jetzt als Demonstration fürs Tab, für die Schlinge. Da brauchen wir hier nicht mit dem Tab rumprobieren und das verdeckt die Kamera. Also das ist die Tabschlaufe dann praktisch, die mit eingebunden wird an die Stange. Ja, dann würde ich sagen, knüpfen wir mal den Knoten. So, ich habe jetzt mal die Spitze hier, also was das Ende von der Tabstange darstellen soll, in meinen Schraubstock eingespannt, damit ich euch das besser zeigen kann. Ja, also dieser Knoten ist eigentlich recht simpel. Alles, was wir tun müssen, ist, wir legen das hier rum, fädeln hier unser Tab schon mit ein. So, also hier wäre das Tab, die Schlaufe vom Tab. So, und dann geht ihr einfach einmal, na, jetzt rutscht mir das weg, ist egal, ich ziehe mal noch ein bisschen, so, zweimal hier rum. Seht ihr das? Und legt das schön glatt aus und geht mit dem Ende hier oben über die Stange. So, und jetzt kann man das Ganze hier anziehen. Das zieht sich dann mit der Schlaufe gerade. Und wie ihr seht, haben wir hier wie ein Pusik fast. Und das klemmt jetzt richtig fest. Ich kann hier ziehen und das rutscht euch nicht raus. Hier wäre das Tab. Ja, also das hält. Ja, und wenn das nicht reichen sollte, könnt ihr das sogar noch dreimal rumschlagen. Ginge auch. Mache ich jetzt mal. Ziehe ich mir hier noch ein Stück vor. So, 1, 2, dreimal oben rüber. Ist genau wieder das gleiche. So, festziehen. Wie ihr seht, habt ihr das jetzt hier richtig breit und das Ding sitzt bombenfest. Auch nach schwerer Zugbelastung kriegt ihr es ganz einfach wieder los. Ihr geht hier oben einfach, macht die Lasche weg und schon ist das Ding auf. Nochmal von nahen, ohne die zweite Schlaufe, dann kann ich es besser zeigen. Ihr geht einfach hier um die Stange. 1, 2, ich mache jetzt mal 2. Dann geht er hier hinter dem Paracord durch, geht hier oben rüber und zieht das Ganze fest. Und schon klemmt der Knoten. Hier seht ihr die einzelnen Wicklungen und das Ding ist wirklich bombenfest. Wer nicht durch den Knoten gehen will, kann natürlich auch sein Tab ganz einfach hier oben einhängen. Geht genauso gut. Da müsst ihr das hier nicht durchfehlen. Wichtig bei dem Schlaufenklemmknoten ist allerdings, dass er auf Zug gehalten wird. Wenn er den Gegenzug verliert, klemmt er nicht mehr richtig und löst sich. Ja, ich hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen. Dieser Knoten ist wirklich Gold wert, auch bei Ästen. Ist wirklich ein Tipp von mir. Ich habe den auch noch nirgendwo anders gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass ich den erfunden habe. Ich habe den eigentlich schon in der Kindheit benutzt.
Ja, okay, so, jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema. Wie kriegen wir diese Stange wieder zusammen? Das Auseinanderbauen ist eigentlich recht simpel. Wir nehmen hier wieder die Kappe ab, stellen die zu der anderen. Dann trennen wir das hier an den Verbindungsstücken. Auch kein Thema. So, dann haben wir die Stange wieder zerlegt und ich sage euch, da gibt es wirklich einen Trick. Ich bin bald durchgedreht, als ich das erste Mal diese Stange wieder zusammenstecken wollte im Wald und wollte dann fertig werden. Und ich habe dieses Ding nicht mehr zusammengebracht. Ich habe die Stange dann wirklich lose mitgenommen. Und da gibt es aber wirklich eine ganz einfache Merkhilfe, einen ganz einfachen Trick. Den zeige ich euch mal. Also, dass die Stange hier rein gehört, ist klar. So, und dann steckt man, sag ich mal, die Stange hier rein, passt nicht, schlägt an, dann probiert man es in einer anderen Richtung, steht sie hier raus, auch komisch, hat aber die Länge, also irgendwie ist das alles sehr merkwürdig. So, dann mache ich die jetzt mal zusammen und stecke die jetzt hier rein und wie ihr seht, schon passt es nicht mehr. Und da habe ich dann ewig rumprobiert. Auch ein Kollege hat es probiert. Total undurchsichtig. Da gibt es wirklich einen ganz einfachen Trick. Legt die Stangen so, dass ihr hier eine geriffelte Seite habt, die andere so rum. Die so rum. Das Teil oben ist egal. So, und ihr schiebt immer ein ungeriffeltes Stück in das gegengesetzte. Also ich fange mal an. Jetzt machen wir den mal hier rein. So, jetzt haben wir hier die Riffelung, hier haben wir die Riffelung. Also machen wir es entgegengesetzt so zusammen. Jetzt haben wir hier die Riffelung. Das schieben wir jetzt so hier rein. Und schon haben wir die Stange wieder zusammen. Jetzt kommen die Kappen wieder drauf. Und die Zeltstange ist wieder versorgt. Wenn man weiß, wie es geht, ganz einfach. Ja, das war alles zur Nordic Wolf Zelt bzw. Tarpstange, was ich euch zeigen wollte. Auch noch den Kniff mit dem Knoten. Ja, wie gesagt, wer eine hochwertige Tarpstange sucht, gut verarbeitet und solide, der ist hier genau richtig. Ich verlinke beide Längen unter dem Video und auch den Nordic Wolf Shop. Meine Zuschauer bekommen 10% Rabatt mit dem Rabattcode Bushcraft & Nature. Ich schreibe aber alles nochmal unter das Video. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Dann werde ich das Video an dieser Stelle schließen. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao, tschüss.